Am 23. April 2018 waren im ruhigen Viertel an der Grenze zwischen Delaware und Pennsylvania Schreie zu hören, woraufhin mehrere Nachbarn den Notruf wählten. Später berichteten sie, dass ein Mann völlig geschockt aus seinem Haus gerannt sei. Was er im Inneren sah, war der Höhepunkt einer Geschichte, in der Liebe, Verrat und Eifersucht auf tragische Weise aufeinanderprallten. Weder die Polizei noch die Beteiligten wussten damals, dass diese Geschichte lange vor dieser Frühlingsnacht begonnen hatte und mit 2 Leichen in der Küche und Fragen enden würde, auf die nicht alle eine Antwort finden würden. Meredith Lynn Sullivan Chapman wurde am 17. Januar 1985 in New York geboren. Sie war das jüngste Kind in der Familie von Andrew und Faye Sullivan, wo neben ihr noch 2 weitere Kinder aufwuchsen: ihr Bruder Thomas und ihre Schwester Jessica. Die älteren Kinder kümmerten sich liebevoll um Meredith und die Geschwister standen sich immer sehr nahe. Die Familie war wohlhabend, sodass die Eltern es sich leisten konnten, in die Ausbildung und Entwicklung jedes einzelnen Kindes zu investieren. Sie förderten den Wissensdurst ihrer Kinder und versuchten, ihre Stärken zu entdecken. Trotz des äußeren Wohlstands beschlossen ihre Eltern, sich scheiden zu lassen, als Meredith noch die Highschool besuchte. Die Scheidung verlief ohne Konflikte, und beide Elternteile nahmen weiterhin aktiv am Leben ihrer Tochter und ihrer anderen Kinder teil. Nach dem Schulabschluss schrieb sich Meredith an der Universität von Delaware im Fachbereich Unternehmenskommunikation und Sozialwissenschaften ein. Sie passte sich schnell an die neue Umgebung an, gehörte zu den besten Studenten und erhielt ein Stipendium. Neben dem Studium widmete sie sich weiterhin dem Cheerleading, nahm an Theateraufführungen der Universität teil, spielte Tennis und hielt Vorträge zum Thema Sportförderung für Teams. Im 3. Studienjahr absolvierte Meredith ein Praktikum bei einem Radiosender in Philadelphia. Dort kam sie zum ersten Mal mit der Aufgabe der sozialen Medien für eine Organisation in Berührung, damals noch ein neues Gebiet. Diese Erfahrung war für sie wichtig und festigte ihr Interesse am Bereich Kommunikation. Sie trat einer elitären Studentengemeinschaft bei, wo sie aktiv nützliche Kontakte knüpfte. Als Abschlussprojekt wählte sie das Thema Joe Bidens Weg und drehte einen Dokumentarfilm, der hoch gelobt und für einen Emmy nominiert wurde. Dieses Projekt war ein wichtiger Meilenstein in ihrer beruflichen Entwicklung und eröffnete ihr neue Möglichkeiten. Nach ihrem Bachelorabschluss im Jahr 2007 begann Meredith als Assistentin des Kongressabgeordneten Michael Castle zu arbeiten, wo sie sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmerte. Sie stieg schnell die Karriereleiter hinauf, da sie eine ständige intellektuelle Herausforderung brauchte und sich weiterentwickeln wollte. Während ihres Studiums lernte Meredith Luke Chapman kennen, einen Absolventen derselben Hochschule. Die Beziehung zwischen den beiden entwickelte sich schnell und bald waren sie ein Paar. Sie hatten ein ähnliches Temperament und ähnliche Lebensauffassungen. Beide waren ehrgeizig, organisiert und auf Karriere ausgerichtet. Luke entschied sich ebenfalls für die Politik und wurde Mitglied des Stadtrats von New York. Eine Zeit lang arbeiteten sie in verwandten Bereichen und jeder von ihnen erzielte bemerkenswerte berufliche Erfolge. Nach ihrer Hochzeit kaufte das Paar ein Haus in einer ruhigen Gegend. Die Entscheidung für Kinder wurde aufgeschoben. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Karriere Vorrang. Stattdessen schafften sie sich einen Golden Retriever namens India an, den sie mit großer Sorgfalt pflegten. Einige Jahre später beschloss Meredith, sich aus der Politik zurückzuziehen und in den Bildungsbereich zu wechseln. Sie erwarb einen Masterabschluss und kehrte an die Universität zurück, um zu lehren. Im Jahr 2013 wurde sie Marketingdirektorin, hielt weiterhin Vorlesungen und veröffentlichte wissenschaftliche Artikel. Kollegen und Studenten schätzten sie sehr und lobten ihre Kompetenz und Disziplin. Auch Lukes Karriere entwickelte sich weiter. Er arbeitete viel, was jedoch dazu führte, dass das Paar immer weniger Zeit miteinander verbrachte. Allmählich verschwand die emotionale Verbundenheit zwischen ihnen, Gespräche über Kinder verschwanden von der Tagesordnung und ihre Verbindung wurde zu einer formalen Lebensgemeinschaft. Trotzdem hatten die Eheleute es nicht eilig, sich scheiden zu lassen. Sie waren zufrieden mit ihrem Leben, in dem jeder für sich war. Getrennte Finanzen, keine Ansprüche im Alltag, höflicher, aber formeller Umgang miteinander. In der Öffentlichkeit wirkten sie wie ein glückliches Paar ohne Konflikte, das gemeinsam zu offiziellen Veranstaltungen ging. Nur sie selbst kannten die wahren Verhältnisse. Im Jahr 2016 beschloss Meredith, sich erneut in der Politik zu versuchen, jedoch nicht mehr als Assistentin oder Mitarbeiterin eines Unternehmens, sondern als unabhängige Kandidatin. Ihr Ziel war es,
den Sitz einer Senatorin im 8. Bezirk des Bundesstaates Delaware zu gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt war Dave Sakote Senator. Sie startete ihre eigene Wahlkampagne, die sich erfolgreich entwickelte, und ihre Chancen auf einen Sieg wurden als hoch eingeschätzt. Dennoch verlor sie die Wahl mit einem knappen Unterschied von weniger als 5%. Nach der Wahl kehrte Meredith in den Bildungsbereich zurück, wo sie ihre Karriere fortsetzte. Im Jahr 2017, als sie eine Führungsposition an der Universität innehatte, beschloss sie, ihr Team zu vergrößern und einen kreativen Marketingdirektor einzustellen, der ihr direkt unterstellt sein sollte. Sie veröffentlichte die Stellenanzeige auf professionellen Plattformen und erhielt innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl von Bewerbungen. Alle Vorstellungsgespräche führte sie persönlich. Der 46-jährige Mark Gerardo erwies sich als der geeignetste Kandidat. Er verfügte über eine entsprechende Ausbildung, umfangreiche Erfahrung im Marketing und Kompetenzen, die den Aufgaben der Abteilung entsprachen. Im Vorstellungsgespräch machte Mark einen souveränen Eindruck auf Meredith und erklärte sich bereit, so schnell wie möglich die Arbeit aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt lebte Gerardo in North Carolina. Obwohl er ein stabiles Leben und eine Familie hatte, willigte er ein, für die neue Stelle, die ihm berufliches Aufstiegspotenzial und ein angemessenes Gehalt versprach, umzuziehen. Seine Frau Jenna Gerardo blieb an ihrem Wohnort, um noch einige Dinge zu erledigen und später ihr Haus zu verkaufen. Später sollte sie zu ihrem Mann ziehen. Mark erwies sich als kompetenter Fachmann mit umfassenden Kenntnissen im Bereich Marketing. Vom ersten Tag an fügte er sich souverän in den Arbeitsablauf ein und die Zusammenarbeit mit Meredith verlief produktiv. Sie fanden schnell eine gemeinsame Sprache, ergänzten sich beruflich und bewältigten die anstehenden Aufgaben gut. Der Altersunterschied betrug 16 Jahre und beide waren zu diesem Zeitpunkt in offiziellen Ehen verheiratet. Dies war jedoch kein Hindernis für ihre Annäherung. Merediths Beziehung zu ihrem Ehemann hatte schon lange keine emotionale Tiefe mehr. Die Ehe bestand praktisch nur noch auf dem Papier, da beide in ihre Karrieren vertieft waren und fast keine Zeit miteinander verbrachten. Bei Mark sah die Situation anders aus. Er war seit über 20 Jahren verheiratet und war zuvor nie fremdgegangen. Mit der Zeit ging die Zusammenarbeit zwischen Meredith und Mark über das Geschäftliche hinaus. Sie gewöhnten sich schnell an die gemeinsame Arbeit und verstanden sich ohne Worte. Mark erwies sich als verantwortungsbewusster und tatkräftiger Mitarbeiter. Zwischen ihnen entstand ein stabiler Kontakt, der nicht mehr nur auf der Zusammenarbeit beruhte. Für Meredith wurde die Beziehung zu Mark zu einer wichtigen emotionalen Stütze. Sie hatte das Gefühl, dass sie offen mit ihm sprechen, ihre Erfahrungen und Gedanken teilen konnte, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in ihrem Leben praktisch keine informelle Kommunikation, weder mit Freunden noch mit Verwandten. Sogar ihr Ehemann war ihr fremd geworden. Mark wiederum begann ebenfalls eine Nähe und Unterstützung zu spüren, die er in seinem Familienleben nicht fand. Dieser Kontakt entwickelte sich schnell zu einer persönlichen Zuneigung. Nur 2 Wochen nach Marks Umzug nach New York lud Meredith ihn zu einem Treffen außerhalb der Arbeit ein, in eine der örtlichen Bars. Sie wollte in einer entspannten Atmosphäre über persönliche Themen sprechen. Bei diesem Treffen erzählte Mark ihr zum ersten Mal ausführlich von sich und seinem Leben. Er wurde 1968 als ältestes Kind von Leonardo und Esther Gerardo geboren. Seine Eltern hatten strenge Regeln und religiöse Überzeugungen und erzogen ihre Kinder daher diszipliniert, wobei sie Wert auf Gehorsam und die Einhaltung von Familientraditionen legten. Von klein auf wurde Mark zur Arbeit erzogen und zeigte gute Leistungen in der Schule. Seine zukünftige Frau Jenna Cox lernte er im Alter von 18 Jahren kennen, als sie als Kellnerin in einem Fastfood-Restaurant arbeitete. Er brauchte lange, um sich ihr zu nähern. Er war schüchtern und traute sich nicht, ein Gespräch zu beginnen. Kurz darauf zog sie mit ihrer Familie in eine andere Stadt und ihre Wege trennten sich für einige Jahre. Im Jahr 1990 trafen sie sich zufällig wieder, nun als Erwachsene, in einem Einkaufszentrum, wo Jenna als Verkäuferin arbeitete. Mark begann erneut Interesse zu zeigen, war aber wie zuvor zurückhaltend. Da ergriff Jenna die Initiative und schlug ihm vor, sich zu treffen. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell. 2 Jahre nach ihrem Wiedersehen machte Mark ihr einen Heiratsantrag, den sie annahm. Bald darauf heirateten sie. Das Paar ließ sich in Indianapolis im Bundesstaat Indiana nieder, kaufte ein eigenes Haus und begann Karriere zu machen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Mark einen Abschluss in Grafikdesign, einen festen Job und verdiente gut. Jenna arbeitete im Immobilienbereich.
Finanzielle Schwierigkeiten bereiteten ihnen keine Sorgen. Das Paar hatte keine Kinder, aber sie hatten 3 Hunde, denen sie viel Aufmerksamkeit schenkten und die sie als vollwertige Familienmitglieder betrachteten. Enge Freunde und Nachbarn sahen die Beziehung zwischen Mark und Jenna als Beispiel für eine harmonische und feste Verbindung. Das Paar wirkte glücklich. Es gab keine Konflikte zwischen ihnen, in ihrem Haus herrschte Stabilität und Ordnung. Beide hatten einen unabhängigen Charakter, ein regelmäßiges Einkommen und waren finanziell und persönlich unabhängig. Mitte 2010 kam es jedoch zu einer schweren Krise in der Familie. Innerhalb kurzer Zeit verlor Mark beide Elternteile, was für ihn ein schwerer emotionaler Schlag war. Zur gleichen Zeit investierte Jenna in die Gründung eines eigenen Unternehmens, doch das Projekt war nicht erfolgreich und sie erlitt erhebliche Verluste. Diese Ereignisse fielen zeitlich zusammen und hatten erhebliche Auswirkungen auf das Familienleben. Sie kamen zu dem Schluss, dass sie Veränderungen brauchten. Es wurde beschlossen, das Haus zu verkaufen und in eine ruhigere und bevölkerungsreichere Gegend zu ziehen, nach Greenville in South Carolina. Durch den Umzug fand Mark schnell eine feste Stelle im Marketingbereich. Jenna nahm sich eine Auszeit und kümmerte sich vorübergehend um den Haushalt, in der Hoffnung, später wieder arbeiten zu können. Sie nutzten diese Zeit, um ihre Beziehung wieder aufzubauen, verbrachten mehr Zeit miteinander, reisten und begannen, ihre persönliche Nähe wieder aufzubauen. Die Beziehung verbesserte sich und 1,5 Jahre lang fühlten sie sich emotional verbunden und zuversichtlich für die Zukunft. Im Jahr 2017 begann Mark, sich nach einer neuen Arbeit umzusehen. Er strebte eine interessantere und besser bezahlte Position an. Bei seiner Suche stieß er auf eine Stellenanzeige von Meredith Sullivan und bewarb sich. Nach einiger Zeit erhielt er ein Angebot, das einen Umzug nach New York, Delaware erforderte. Er und Jenna besprachen dies und beschlossen, dass er zuerst umziehen würde, um seine neuen Aufgaben zu übernehmen, während sie noch bleiben würde, um das Haus zu verkaufen und alle notwendigen Dinge zu erledigen. Es war geplant, dass sie etwa 1 Monat später nachkommen würde. Bei einem Treffen in ungezwungener Atmosphäre erzählte Meredith Mark von ihrer beruflichen Tätigkeit und den Schwierigkeiten in ihrem Privatleben. Das Gespräch war offen und beide spürten gegenseitiges Vertrauen. Der Eindruck, den sie aufeinander machten, war so stark, dass sich schnell eine Zuneigung zwischen ihnen entwickelte. Am selben Abend blieben sie noch in einer Bar und gingen dann zu Marks gemieteter Wohnung, wo sie die Nacht verbrachten. So begann ihre persönliche Beziehung, die sie zunächst sorgfältig vor ihrer Umgebung geheim hielten. Während Marks Frau in einem anderen Bundesstaat war, traf er sich weiterhin mit Meredith. Die heimlichen Treffen fanden in der Regel in der Wohnung statt, die er gemietet hatte. Und selbst als Jenna nach New York kam, endete die Beziehung nicht. Die Frau spürte ziemlich schnell, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmte. Sowohl Marks Verhalten als auch die Einrichtung in ihrem neuen Haus, in dem sie das Gefühl hatte, dass schon jemand Fremdes gewesen war, machten sie misstrauisch. Sie sprach Mark jedoch nicht direkt darauf an, sondern beschloss, zunächst Beweise zu sammeln. Im Laufe mehrerer Monate blieb Mark immer öfter länger auf der Arbeit, wurde kalt und distanziert im Umgang. Er gab Müdigkeit und hohe Arbeitsbelastung als Gründe an. Gleichzeitig verschwand die intime Nähe zwischen den Eheleuten fast vollständig. Jenna fragte ihren Mann direkt, ob er eine Beziehung zu einer anderen Frau habe, aber er leugnete alles. Mark versuchte, die Beziehung zu Meredith zu beenden, da er dies als einzigen Weg sah, seine Familie zu retten. Die emotionale Abhängigkeit und die gegenseitige Anziehung waren jedoch stärker. Der Versuch, den Kontakt abzubrechen, dauerte nur 1 Woche. Danach kehrte alles zum Alten zurück. In der Zwischenzeit hatte Meredith sich endgültig entschieden. Sie sprach mit Luke und sie begannen die Scheidung. Sie beschlossen, sich friedlich und ohne Konflikte zu trennen. Am 14. Februar 2018, am Valentinstag, teilte Jenna ihrem Mann mit, dass sie von seiner Affäre mit ihrer Chefin wusste. Sie hatte einen Privatermittler engagiert, der Beweise für ihre Beziehung gesammelt hatte. Fotos, Informationen über Treffpunkte und andere Belege. Es gab keine Möglichkeit mehr, die Affäre zu leugnen. Mark befand sich in einer ausweglosen Situation. Er versuchte sich zu erklären und versprach, die Affäre zu beenden, um die Ehe zu retten. Allerdings hielt er sein Versprechen nicht. Die Beziehung zu Meredith ging weiter, auch wenn er nun vorsichtiger war. Jenna glaubte ihm nicht und begann entschlossener zu handeln. Sie installierte einen Peilsender in seinem Auto und Spionageprogramme auf seinem Computer und seinem Handy. Die Lage spitzte sich zu.
Als Mark das Ortungsgerät in seinem Auto entdeckte, wurde ihm klar, dass die Situation zu weit gegangen war. Daraufhin erklärte er Jenna offen, dass er Meredith liebe, ihre Ehe nicht mehr fortsetzen wolle und die Scheidung einreichen werde, um ein neues Leben mit einer anderen Frau zu beginnen. Für Jenna Gerardo, die zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt war das Geständnis ihres Mannes, dass er eine andere Frau liebt und die Familie verlassen will, ein schwerer Schlag. Fast 25 Jahre lang waren sie offiziell verheiratet und nun erklärte er, dass er ein neues Leben mit einer viel jüngeren Frau beginnen wolle. Hinzu kam noch ein weiterer wichtiger Faktor. Nach dem Umzug in eine neue Stadt hatte Jenna noch keine Arbeit gefunden. Sie hatte kein Einkommen, keine gewohnte soziale Absicherung, befand sich in einer ungewohnten Umgebung und hatte keine Unterstützung durch ihre Angehörigen. All dies zusammen führte zu einem schweren emotionalen Zustand, und nach den weiteren Ereignissen zu urteilen, befand sie sich in einer Situation extremer Instabilität. Anfang März 2018 schloss Meredith die Scheidung von Luke offiziell ab. Ihrerseits gab es keine rechtlichen oder moralischen Hindernisse mehr für die Fortsetzung ihrer Beziehung mit Mark. Sie erwartete, dass er nun eine ähnliche Entscheidung treffen würde. Mark war jedoch an rechtliche Beschränkungen gebunden. Da er mit Jenna kürzlich nach Pennsylvania gezogen war, verlangte das dortige Recht, dass ein Ehepartner eine bestimmte Zeit im Bundesstaat gelebt haben muss, bevor er die Scheidung einreichen kann. Aus diesem Grund musste er warten, bis diese Frist abgelaufen war. Mark zog aus dem gemeinsamen Haus mit Jenna aus und zog zu Meredith. Zur gleichen Zeit kündigte sie ihren Job an der Universität von Delaware und bereitete sich auf einen neuen Karriereschritt vor. Anfang April sollte sie die Position der Vizepräsidentin für Marketing an einer anderen Universität übernehmen, der größten Einrichtung in Pennsylvania. Parallel dazu sollte sie die Leitung der Beratungsabteilung im Bereich Hochschulbildung übernehmen. Am 5. April zog Meredith in ein neues Haus in Radnor, Pennsylvania. Einige Tage später folgte Mark ihr dorthin. Er kündigte ebenfalls seinen Job und fand eine Stelle an einer anderen Universität, wo er ihr persönlicher Assistent wurde. Auf den ersten Blick schien alles gut zu laufen. Beide Partner begannen ein neues Leben, jeder hatte eine Karriere und Stabilität. Sie wussten jedoch nicht, dass sie genau beobachtet wurden und dass Marks Ex-Frau bereits aktiv geworden war. Für den 23. April 2018 hatten Mark und Meredith ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant geplant. Sie wollten den Beginn eines neuen Lebensabschnitts feiern. Meredith wollte noch nach Hause fahren, um sich umzuziehen, während Mark bereits am Tisch auf sie wartete und die Bestellung aufgegeben hatte. Doch Meredith kam nicht zur vereinbarten Zeit. Sie ging nicht ans Telefon. Nach einer Weile erhielt Mark seltsame und beunruhigende Nachrichten von Jenna. Darin drückte sie heftige Emotionen aus, beschuldigte ihn des Verrats und schrieb, dass er unglücklich werden würde. Danach kam ein Bild, ein Foto, das in Merediths Küche aufgenommen worden war. Mark fuhr sofort zu ihrer Adresse. Als er dort ankam, sah er Merediths Auto vor dem Haus stehen. Ein paar Meter entfernt stand ein schwarzer Chevrolet, aber er maß dem keine Bedeutung bei. Das Licht im Haus war an, die Haustür stand offen. Im Haus war es still. Mark ging in die Küche und entdeckte die Leichen zweier Frauen. Beide, Meredith und Jenna, waren tot. Sie waren an Schussverletzungen gestorben. Auf dem Boden lag eine große Menge Blut. Der Mann rannte auf die Straße und begann, um Hilfe zu rufen. Als die Nachbarn die Schreie hörten, riefen sie die Polizei. Zunächst wurde vermutet, dass der Mann, verwirrt von seinen Gefühlen und Beziehungen, seine Ex-Frau und seine Geliebte selbst getötet hatte. Diese Version wurde jedoch fast sofort verworfen, da die Tatwaffe unter Jennas Leiche gefunden wurde und nur ihre Spuren darauf zu sehen waren. Der Fall wurde als vorsätzlicher Mord mit anschließendem freiwilligen Ableben eingestuft. Kurz vor der Tragödie schickte Jenna ihrer engen Freundin mehrere E-Mails, aus denen hervorgeht, dass die Frau etwas Schreckliches vorhatte. Wie sich herausstellte, hatte sie sich etwa 2 Wochen lang darauf vorbereitet. Sie kaufte eine Schusswaffe, mietete ein Auto und kaufte Kleidung, um sich zu verkleiden. Jenna fand selbst heraus, wo sich das neue Haus ihrer Rivalin befand und beobachtete das Liebespaar eine Woche lang. Nachbarn des Paares sahen wiederholt eine seltsame Frau mit einer Perücke, die in einem schwarzen Chevrolet vorfuhr, aber sie wirkte nicht bedrohlich. Übrigens hatte sogar Mark selbst das Auto bemerkt, aber er dachte, es sei jemand aus der Nachbarschaft. Jenna studierte den Arbeitsplan des Paares und wusste, wann sie nach Hause kam. Sie kam frühzeitig an, parkte ihr Auto und stieg durch ein Fenster im Innenhof in das Haus ein.
Wahrscheinlich hatte die Frau vor, das Paar zu töten und sich anschließend das Leben zu nehmen, aber sie hatte sich verrechnet. Meredith kam allein. Später stellte sich heraus, dass Meredith vor etwa 1,5 Jahren eine Lebensversicherung in Höhe von einer $500.000 abgeschlossen hatte, deren Begünstigter ihr Ex-Mann Luke war. Bei der Scheidung hatte niemand den Namen des Begünstigten geändert. In diesem Zusammenhang geriet auch Luke unter Verdacht und wurde auf eine mögliche indirekte Beteiligung an dem Verbrechen überprüft, aber diese Version konnte nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen dauerten nur wenige Tage, dann wurde der Fall geschlossen, da der Mörder tot war und keine weiteren Beteiligten oder Verdächtigen ermittelt werden konnten. Mark wurde vollständig freigesprochen, stand jedoch weiterhin im Fokus der Presse und der Öffentlichkeit. Der Mann versteckte sich nicht und schwieg nicht. Im Gegenteil, er gab bereitwillig Interviews und erklärte sich bereit, in Talkshows aufzutreten. Ein Jahr später schrieb Gerardo sogar eine Autobiografie, in der er seine Beziehung zu den beiden verstorbenen Frauen ausführlich beschrieb. Außerdem erzählte er von der Tragödie und wie er sie überstanden hatte. Seinen eigenen Worten zufolge hätte er sich nie vorstellen können, dass die Frau, mit der er 25 Jahre lang zusammenlebte, zu so etwas fähig war. Obwohl sein Buch eine enorme Auflage erreichte und bei den Lesern großen Anklang fand, wurde der Autor öffentlich verurteilt. Viele waren der Meinung, dass er beide Frauen einfach ausgenutzt habe und nach ihrem Tod noch einen Weg gefunden habe, damit Geld zu verdienen. Was Luke betrifft, so verklagte ihn die Familie seiner Ex-Frau, weil er sich weigerte, das Geld aus der Lebensversicherung nach ihrem Tod zurückzugeben. Das Gericht gab jedoch dem Mann Recht und verpflichtete ihn, den Angehörigen von Sullivan nur 10% der Versicherungssumme zurückzuzahlen. In seinen Handlungen wurde keine böse Absicht festgestellt, da Meredith offensichtlich nicht vorhatte zu sterben und es daher nicht eilig hatte, den Begünstigten zu ändern. Nach ihrem Tod wurde Meredith Sullivans Leichnam eingeäschert und die Urne mit ihrer Asche von ihren Eltern abgeholt. Jenna Gerardo wurde auf dem Friedhof ihrer Heimatstadt im Bundesstaat Indiana beigesetzt. Viele glauben nach wie vor, dass Mark ebenfalls durch die Hand seiner Ex-Frau hätte sterben sollen, aber er konnte dies auf wundersame Weise umgehen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.